Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wie immer Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Ich hatte eine Idee oder beziehungsweise eine Überlegung, was würde passieren, wenn ich eine bestimmte Sache mache. Und das möchte ich euch mal in diesem Video zeigen. Der Outcome ist auf jeden Fall, wir können ziemlich stark die Details in einem Bild steuern, ohne Zuhilfenahme von LoRa's oder ähnlichem. Und das fand ich extrem interessant. Und ich habe das Ganze Noise Injection genannt. Ich habe vorher noch nichts davon gesehen, gelesen, gehört. Das war meine eigene Idee irgendwie, was jetzt nicht heißen soll, dass das andere natürlich nicht auch auf die Idee gekommen sind. Wahrscheinlich sogar, aber ich weiß nicht, ob es wirklich Noise Injection im Fachjargon heißt oder nicht, aber technisch beschreibt es eigentlich ganz gut das, was wir jetzt machen werden. Und da die Wünsche ja auch öfter mal dahin gehen, dass wir live im Video oder ich live im Video hier mit euch zusammen den Workflow baue, machen wir das jetzt auch für den Fall hier mal. Das wird ein Spaß, das sage ich euch. Und während des Workflows erkläre ich dann noch natürlich wie immer, was der Gedanke dahinter war, was da passiert, etc. Gut, fangen wir mal an. Als allererstes brauchen wir mal einen Loader, wie immer. So, den werden wir später einstellen. Wir können hier unten schon mal sagen, ich möchte gerne ein bisschen Porträtbilder haben an der Stelle. Und was wir hier vorne schon mal machen können, ist, wir können das Positive auslagern und im Negative schreiben wir einfach rein, was wir haben wollen. Das muss man natürlich immer ein bisschen anpassen pro Motiv. Wir nehmen jetzt ein Negative für alle Motive, die wir mal testen hier. Aber es geht ja auch in diesem Video um die Details, die erzeugt werden und nicht das reine Bild an sich dann. Ne? Das wird gleich alles noch klar werden. Okay, hier vorne hätte ich schon mal gerne einen Concat. Dann nehmen wir den Tiny Terra Notes Concat, packen den ins Positive, weil ich möchte hier gerne wieder die Möglichkeit haben, zwei Positives reinhängen zu können. Und wir nehmen hier eine Tiny Terra Notes Text Node, kopieren uns die einmal und hängen die hier unten rein. Nein, das war falsch. Einmal hier oben, einmal hier unten. Und dadurch haben wir beide Positives konkateniert. Das heißt, die sind zusammen. Gut, ich kann schon mal eins meiner vorbereiteten Prompts nehmen. Nehmen wir mal den hier. Packen wir den hier rein. Und als stilistischen Prompt nehmen wir mal den, ist nichts Besonderes. Cyberpunk Woman in Cyberpunk City, Neon Street Lighting, Reflections, Leather Jacket, Short Torn Trousers. Und als stilistische Beschreibung Masterpiece, Absurd Res, Intricate, 8K High Detail, Cinematic Scenes, Cinematic Lighting. Unser Negative haben wir nach wie vor hier. Als nächstes brauchen wir wie immer einen Sampler, aber hier kommt schon der Unterschied ins Spiel. Und zwar, wir nehmen von den Tiny Terra Notes nämlich nicht den normalen Pipe-K Sampler, sondern den Pipe-K Sampler Advanced. Den kennen wir eigentlich schon aus dem Same But Different Video. Der hat nämlich eine Stärke. Ich stelle hier schon mal den Sampler ein. So, der hat eine Stärke und zwar können wir hier sagen, bei welchem Step er anfangen soll und bei welchem Step er enden soll. Also, das zeige ich euch jetzt mal eben gleich. Stable Diffusion generiert ja ein Rauschen von bunten Punkten und diese Punkte werden immer weiter verfeinert, bis am Ende unser gewünschtes Motiv rauskommt. Und das können wir jetzt mal hier uns angucken. Ich gebe ein Maximum von 20 Steps ein, sage ihm aber an der Stelle, er soll bei Step 8 mal aufhören. Und wenn wir jetzt mal hier sagen Return with Leftover Noise, hier vorne schon mal unser Model einstellen. Ich nehme mal das Absolute Reality und die Stable Diffusion VAE. Der Rest kann so bleiben. Das haben wir schon gemacht. Ich drücke mal auf Start. Jetzt muss er natürlich einmal sich das Model laden. Und ich habe einen Fehler gemacht. Ich muss hier natürlich auch noch auf Preview schalten. So. Und das ist die Noise oder das Rauschen, welches entsteht, wenn man ein Bild erstellen möchte. Und darauf basierte auch die Idee, die ich hatte. Und das zeige ich euch gleich. Aber wir bauen jetzt erstmal weiter hier. Wir können nämlich jetzt noch einen zweiten Sampler dahinter hängen, auch einen Advanced Sampler.
So. Und diesem Advanced Sampler sagen wir, er soll bei Schritt 7 starten. Und das ist so, da müssen wir mal gucken, was bei rauskommt. Ich weiß nicht genau, wie intern die TinyTerra Nodes das handhaben hier. Ob er dann sagt, wenn ich Step 8 erreiche, höre ich auf, also am Ende von Step 7. Oder ob er den Step 8 noch mitmacht, das muss man immer ein bisschen gucken. Aber wenn wir jetzt hier uns das mal anschauen, dann das Ergebnis eben einstellen und das dann nochmal laufen lassen, dann sehen wir hier, dass das Bild zu Ende gerendert wird. Und das meine ich damit, ich weiß nicht, wie das intern so genau gehandhabt wird. Wir können hier auch mal versuchen, auf Step 8 hochzugehen, ob das Bild dann besser wird. Ne, es wird noch schlechter. Es ist ein bisschen komisch. Es ist ein bisschen komisch, wie sich das hier verhält. Aber das ist im Prinzip auch kein Problem für das, was wir vorhaben. Wir machen nämlich mal hier Return with Leftover Noise Disable und lassen das nochmal durchlaufen. Und jetzt kriegen wir nämlich ein vernünftiges Bild in der Größe raus. Das Gesicht ist noch nicht schön und so, aber das ist ja, das findet dann im Upscaling-Prozess statt. Gut, hierhinter können wir dann direkt auch ein Upscaling reinschmeißen. Wir nehmen an der Stelle den normalen Hi-Res Fix Scale, schmeißen das Bild da rein, schmeißen die VAE da rein, sagen hier an der Stelle, welchen Upscaler wir benutzen wollen. Das ist der LSDR Plus, der ist auf Realfotografie getrimmt. Könnten auch den ArtStation 1000 nehmen. Für das Demo hier reicht's. Zum Upscaling möchte ich gerne die Longest Sight haben und die auf 1440 Pixel. Also die Longest Sight wäre hier die Höhe. Wenn wir jetzt Landscape-Bilder hätten, wäre die Longest Sight natürlich die Weite. Aber das werden wir jetzt in diesem Video hier nicht ändern. Dann schmeißen wir dahinter einen normalen Sampler. Also nicht den Advanced, sondern einen normalen Sampler. Ziehen hier unsere Pipe rein, ziehen hier unser Latent rein, sagen, den Denoise wollen wir nur 0,5 haben. Und nehmen unseren Sampler, den wir haben wollen. Können hier auch mal Preview sagen. Und damit haben wir eine normale Chain gebaut, mit dem Unterschied, dass wir hier vorne nicht einen Sampler haben, der das Basisbild errechnet, sondern wir haben zwei Sampler, die das reine Grundbild errechnen. Und das reine Grundbild an der Stelle ist im Prinzip das hier, also dieser Zwischenschritt. Was wir jetzt nämlich gleich machen ist, wir werden diesen Pfad hier einmal aufteilen. Wir brauchen an der Stelle nochmal einen zweiten Advanced Sampler. Wir nehmen den hier und setzen wir den auch mal hier hin. Wir nehmen die Pipe von hier oben, setzen die runter und sagen an der Stelle im Prinzip, wir wollen das Latent haben von hier. Jetzt haben wir natürlich nichts anderes als das, was wir da oben haben. Wir können aber schon mal hier hinten unseren Upscaling-Prozess kopieren und da dranhängen. So, die VAE hier rein, das Image hier rein. Jetzt haben wir zwei Pfade, die im Prinzip gleich sind. Damit wir wirklich eine Gleichheit an der Stelle hier kriegen, würde ich noch vorschlagen, wir ziehen das ein bisschen weiter weg und nehmen von den beiden Samplern hier den Seed als Input. Wo ist er? Wo ist er? Der Seed ist... wie heißt der denn hier? Der heißt nicht einfach Seed, der heißt Noise Seed. Okay. Noise Seed. Jetzt bin ich ein bisschen blind. Da unten ist er. Und hier auch Noise Seed. Wir fügen eine Primitive hinzu. Die ist in Utils. Primitive. Hängen die einmal hier oben dran. Dann weiß er, es ist vom Typ Seed. Können die hier unten dran klemmen. Und wir ziehen das mal ein Stückchen breiter. Dann sehen wir das. Aber jetzt haben wir die beiden zweiten Sampler mit demselben Seed befeuert. Das heißt, wir sollten jetzt auf diesen Wegen hier dasselbe Bild bekommen. Und jetzt kommen wir zur Noise Injection an der Stelle. Wir haben eben gesehen, dass dieses Bild, wenn wir sagen mit Leftover Noise, dann ist das nur dieses bunte, knallbunte Gummibärenrauschen, was dann kommt. Und der zweite Sampler verfeinert das mehr. Und wenn wir jetzt mal eben suchen nach Noise,
dann finden wir hier einige Optionen. Wir haben hier zum Beispiel Image Power Noise. Da können wir im Prinzip mal uns angucken, was das Zeugs macht. Einfach mal ganz schnell. Ich würde das auch mal eben hier runterziehen. Dann können wir nämlich hier oben den Button einmal mit Steuerung M disablen. Und dann gucken wir uns einfach mal die Dinger an. Das ist das Image Power Noise. Wir haben auch das Image Perlin Noise. Das ist mehr so ein bisschen Cloud, was dabei rauskommt. Wir haben den Image Voronoi Noise Filter. Der macht irgendwie so ein paar Kleckse. Hier, so sieht das Ganze aus. Also mit diesen ganzen Noise Nodes können wir auch ein Rauschen erzeugen. Damit könnt ihr gerne rumspielen. Das ist eine Möglichkeit, die könnt ihr dran klatschen. Aber es gibt auch eine Node, die heißt Image to Noise. Und die würde ich empfehlen. Die ziehen wir uns schon mal hoch. Aber wie gesagt, ne, hier unten die 3 verschiedenen Varianten könnt ihr gerne mal ausprobieren. Damit kann man auch gut rumspielen und es hat auch interessante Ergebnisse, wie zum Beispiel, wenn man etwas grober unterwegs ist, oder hier war das der Perlin Noise. Da kommen auch ganz interessante Effekte zutage. Aber wir nehmen jetzt die Image to Noise Node. Und was die nämlich macht ist, Moment, jetzt muss ich mich mal kurz wieder sortieren hier. Das machen wir wieder an. Das nehmen wir wieder hoch. Wir können hier unten jetzt ein Image reinschmeißen. Und ziehen den mal ein bisschen nach rechts, damit wir hier Platz haben. So. Wir können hier oben also das Image von hier nehmen. Wenn wir jetzt an der Stelle mal eben unsere langlaufenden Sampler ausschalten und wir generieren ein Bild, dann sieht das Ganze so aus. Jetzt haben wir nämlich mit dieser Node auch ein Rauschen erzeugt, welches sich aber farblich an das Originalbild hält. Und hier oben kann man noch ein bisschen rumprobieren, rumspielen. Das macht nicht viele Unterschiede. Ich gehe jetzt mal mit 32 in der Anzahl der Farben rein und im Gaussian Mix. Das ist eigentlich nur, wie das Ganze durchgemischt wird. Da gehen wir mal mit 16 rein. Kann man aber super mit rumspielen. Okay. Jetzt brauchen wir noch einen zweiten Kniff. Und das ist es gibt einen, wenn man nach Blend sucht, es gibt einen Latent Blend. Und der kommt nativ mit Comfy UI mit, wenn man den sucht. Der befindet sich hier im Moment, das war For Testing Bereich. Hier ist nein, das war das Falsche. For Testing, da oben, Latent Blend. Dieser ist das. Und mit dem kann man Latents vermischen. Also was wir jetzt an der Stelle hier machen werden ist, ich mache das mal eben nochmal wieder an, damit das weniger verwirrend aussieht. Wir haben jetzt hier unser generiertes Noise-Bild. Und jetzt können wir hier natürlich sagen, wir wollen das einmal encoden. Wir nehmen das Bild, encoden das. Wir nehmen uns von irgendwo hier oben unsere VAE, die ja durch die Pipe durchgeschleust wird. Und sagen jetzt an der Stelle, wir wollen nicht das Latent von unserem ersten Bild hier oben direkt in den Sampler hier unten schmeißen, sondern wir nehmen das und schmeißen das hier rein. Gucken, ob ich das noch ein bisschen schöner hinkriege. Ich glaube, da war ich eben ein bisschen zu hektisch beim Rüberziehen. So geht das schon. Und das zweite Latent, also das, was unser Noise beinhaltet hier, ziehen wir da rein. Und das Ganze ziehen wir jetzt als Optional Latent einmal hier rüber. So, jetzt können wir hier unten wieder ein bisschen zusammenschieben alles. Gut. Und das ist im Prinzip die Noise Injection, die ich meinte. Ich lösche die Nodes hier unten nochmal weg. Die irritieren mich. Das ist das, was ich meinte. Weil jetzt machen wir nämlich genau diese Noise Injection. Wir kriegen hier oben ein nicht fertig gerendertes Bild.
und schmeißen auf dieses fertig gerenderte Bild nochmal diesen Noise hier und lassen es dann fertig rechnen vom Sampler. Und ich würde sagen, damit wir ein bisschen was schön zu gucken haben, hier hinten hänge ich hier nochmal eben schnell einen Phase Detailer ans Ende dran. Das ist halt Standard Upscaling Technik. Den hängen wir hier einmal dran. So. Können wir klein machen. Wir nehmen noch das SAM-Model. Nein, keine Reroute. Verklickt. SAM-Loader. So, haben wir alles auch schon in den Face-Detailing-Videos gehabt. Und jetzt bauen wir uns mal ein, wie soll ich sagen, ja, so einen kleinen Preview- und Save-Bereich. Machen wir mal hier unten. Wir machen mal ein Preview-Image. Das ziehen wir auf jeden Fall schon mal größer. Kopieren uns das. So. Und wir brauchen auch noch ein Save-Image. Beziehungsweise ich brauche das für die YouTube-Thumbnails. Nehmen wir einmal dieselbe Größe. Ich speichere jetzt aber auch nur die endgültigen Bilder. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie wir das zusammengestöpselt kriegen. Hier oben hätte ich gerne das Bild, was uns die Original-Sample-Line ergibt. Hier unten hätte ich zum Vergleich gerne das Bild, was uns der zweite Sampler nach der Noise Injection gibt. Und hier hinten, Moment, der erste Save, da hätte ich gerne von hier oben nach dem Upscaling alles. Und hier hätte ich ganz gerne den Save nach dem Face Detailer. So, und im Prinzip können wir das jetzt einmal laufen lassen. Ich lasse es mal so starten, wie es ist. Mal gucken, ob nichts crasht. Da doch, da crasht was. Seht ihr, seht ihr, seht ihr? Was crasht denn hier? Image. Achso, Entschuldigung. So recht. Das hier ist das Image, was hier runterführt. So, wir gucken nochmal. Ja, jetzt scheint es zu laufen. So. Jetzt haben wir hier nämlich unser halbfertiges Bild, welches hier zu Ende gerendert wurde. Wir gehen jetzt hier oben erstmal in den Upscaling-Prozess rein. Ah, ich habe noch einen Fehler gemacht. Das ist aber nicht so schlimm. Ich möchte hier gerne auch denselben Sampler haben. So. Genau, das Bild wurde jetzt hochskaliert. Jetzt geht unser zweiter Pfad in den Upscaling-Prozess rein. Und jetzt gucken wir mal eben, ob wir alles gut verknüpft haben. Und hier sieht man schon ganz gut. Das hier ist unser Originalbild ohne Noise Injection. Und das hier ist das Bild mit Noise Injection. Und wir sehen hier schon, dass wir hier wesentlich mehr Details im Bild rauskriegen, als wie im Ursprungsbild. Und wenn man sich das Ganze hochskaliert nochmal mit allem anguckt am Ende, dann, ich finde schon, man sieht einen deutlichen Unterschied, dass der Detailgrad hier wesentlich stärker rausgekommen ist. Ein bisschen Negativeffekt von der ganzen Sache ist, dass das Bild auch ein bisschen grobkörniger wird und ein wenig an Kontrast und so verliert. Deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr das macht, geht ans Ende eurer Chain hier hinten und ich glaube, die heißen Image Filter Adjustments. Genau, die kommen aus der WOS Node Suite. Hängt die nochmal dahinter. Und dann können wir hier nämlich sagen, wir möchten ein bisschen weniger Brightness haben, dafür ein bisschen mehr Kontrast und ein bisschen mehr Saturation. Nicht allzu viel, aber dadurch wird das alles ein Ticken besser, beziehungsweise das gleicht dann ein bisschen den Verlust wieder aus, den wir hier dadurch kriegen, dass wir diese Noise oben drauf packen. Ich lasse nochmal einen starten hier. Wir haben jetzt hier wieder unser halbfertiges Bild. Einmal durch den ersten Sampler durch, sind jetzt im Upscaling. Können wir uns auch hier unten angucken, das ist unser halbfertiges Bild. Jetzt sollte gleich das Upscaling hier kommen. Ja. Und jetzt gucken wir mal, was die Noise Injection damit macht. Wo hängt er denn gerade? Ach, er hängt schon im Upscaling.
Hat das Bild nicht refreshed hier? Ach jetzt. Moment, wo habe ich das denn hingehängt? Dann Fehler gemacht? Nee, ne? Ach so, er hat die Note einfach nur später refreshed. Naja, warum auch nicht. Okay. So, und hier, jetzt könnt ihr ganz gut sehen, das ist unser Originalbild. Das ist das Bild mit Noise Injection, wieder wesentlich mehr Details auch im Hintergrund dazu gekommen. Die Kleidung ist wesentlich detaillierter geworden. Die Dame haben wir nochmal ein bisschen aufbearbeitet mit Face Detailing. Und wir sind jetzt auch ein bisschen eigentlich ganz gut wieder weggekommen von diesem Verlust im Kontrast und in der Helligkeit. Wenn ihr an der Stelle die Details jetzt verringern möchtet, dann könnt ihr das machen hier oben in der Latent Blend Node. Dreht einfach den Blendfaktor hoch oder runter, je nachdem, was ihr hier als 1 oder 2 gemacht habt oder genommen habt. Ich glaube, wenn wir das von hier oben nehmen und es hochdrehen, dann blendet der weniger von der Noise ein. Also wenn man das jetzt so hochdrehen würde, dann würden die Details sinken. Ich habe bemerkt, das macht durchaus Sinn, wenn man im Bereich Anime-Bilder unterwegs ist, weil die dann doch ein bisschen grobkörniger werden. Es kommen auch sehr gute Resultate raus, keine Frage, aber die werden ein bisschen grobkörniger und deswegen macht es da wahrscheinlich Sinn, den Latent Blend Faktor ein bisschen hochzudrehen oder runter. Ne? Wenn ihr Samples 1 und 2 tauscht, dann runter natürlich. Okay, sollen wir nochmal ein anderes Motiv ausprobieren oder wir nehmen dasselbe Motiv, aber mal ein anderes Model. Und zwar nehmen wir hier an der Stelle mal, ich nehme einmal das Mistun Amethyst. Das Mistun Amethyst ist eigentlich ein ziemlich plattes Cartoon-Model. Das können wir jetzt wahrscheinlich hier schon sehen. So, also ist ziemlich straightforward. Funktioniert aber auch ziemlich gut. Hoffe ich. Also es funktioniert ziemlich gut, aber jetzt, wir sind ja gerade in der Live-Aufnahme. Und da kommt es natürlich auch immer ein bisschen aufs Glück an, ne? So, wir gucken mal eben. Hier unten ist das Upscaling schon durchgelaufen. Ist eine schöne Comics-Zeichnung geworden. Kann man nicht anders sagen. Jetzt refresht er diese Note natürlich erst am Ende hier. Das ist ein bisschen doof. Aber wir sollten jetzt inzwischen schon bald hier beim hochskalierten Bild hinkommen. Da kommt es. Und auch hier kann man sehen, dass wesentlich mehr Details hinzugefügt wurden. Die ganzen Gebäude sind besser ausgearbeitet. Die Türme im Hintergrund wurden nochmal detailliert. Und das bei einem Model, was eigentlich auf so Comicflächen trainiert ist, finde ich das schon einen ziemlich coolen Effekt. Wir können das Ganze natürlich auch mit SDXL-Models machen oder was auch immer, was wir wollen. Das macht keinen Unterschied. Ich würde sagen, wir wechseln einmal das Motiv, damit wir auch noch was anderes zu sehen kriegen. Zum Beispiel nämlich jetzt mal, alles kopieren. Wir nehmen jetzt mal Female Cyborg Astronaut Walking in a Space Station over the Shoulder Shot. Damit ich jetzt nicht wechseln muss, nehme ich noch einmal das Absolute Reality. Lass es durchjagen. Und werde dann cutten. Da haben wir unser Resultat. Hier oben sehen wir wieder die kleinen Bilder, die Zwischenschritte. Auch hier kann man schon sehr gut erkennen, dass mit der Noise, man sieht sie auch ein bisschen hier drin, wesentlich mehr Details hinzugekommen sind. Aber hier unten ist es auch wesentlich detaillierter und besser geworden. Der Hintergrund ist mehr ausgearbeitet, die Details auf der Kleidung sind wesentlich besser. Es macht einen ziemlich großen Unterschied und das eigentlich auf Kosten von so gut wie null Performance. Das finde ich ziemlich cool eigentlich. So, wir gucken uns jetzt nochmal ein SDXL-Model an. Dafür nehme ich ein bisschen höhere Promptings, sagen wir mal 1024 x 768. Wir laden uns das Juggernaut mal rein und nehmen die SDXL VAE. Jetzt muss er natürlich erstmal laden. Das ist klar. Ich gehe aber wieder mal hier runter und wir warten mal auf das Ergebnis. Da ist es. Wir gucken uns das Endresultat an. Einmal ohne Noise Injection, schon ziemlich cool. Wir sind im SDXL-Bereich, klar, aber mit Noise Injection deutlich mehr Details hinzugekriegt. Alles ein bisschen besser ausgearbeitet.
Der Rest ist Prompting an der Stelle wieder. Aber das sorgt schon für ordentlich mehr Details, wie ich finde. Als letztes Beispiel nehmen wir jetzt nochmal, oder vielleicht nicht als letztes, ich lasse es trotzdem einmal durchlaufen. Wir können auch nochmal das Dream Shaper nehmen. Wo ist es? Dream Shaper XL. Wir nehmen jetzt ein Astronaut Flying in Space. Habe ich das richtig geschrieben? Ja. Sagen wir ganz kurz aus wie Filing in Space. So. Und da sind sie. Und auch hier können wir wieder deutlich sehen, dass der Detailreichtum gestiegen ist. Gerade hier im Hintergrund, im Bereich der Galaxien und so. Wie gesagt, wenn es euch zu viel ist, dreht hier an der Stelle den Latent Blend was runter und dann funktioniert es. Auch mit weniger Noise Injection. So, das letzte. Wir bleiben einfach mal beim SDXL. Da könnten ein paar komische Dinge bei rauskommen. Ich habe jetzt nicht sehr viel Mühe mit dem Prompt gegeben. Wir haben Two Cowboys having a gunfight in the Wild West Noon Shootout. Wir bleiben einfach beim Dream Shaper. Lassen das einmal durchlaufen. Hier haben wir so ein halbfertiges Bild. Das sieht aber ganz gut aus. Shootout und so hatten die Models immer ein bisschen Probleme, aber man sieht hier eigentlich auch immer ganz gut, wie der Detailreichtum steigt dann an der Stelle. Jetzt gehen wir erstmal durchs Upsampling hier hinten. Das dauert halt mit SDXL ein bisschen länger, weil wir schon größere Grundmaße haben. Hier hinten natürlich nicht, weil es wieder runterskaliert ist. Aber der Initialberechnungsweg dauert einen Ticken länger. Hier können wir schon mal einen Sneak Peek auf unser Noise Injectedes Bild werfen. Gucken, was das Upscaling und der Face Detailer am Ende machen. Upscaling läuft, Face Detailer sollte schnell gehen, sind 2 Gesichter drin. Gucken uns schon mal das hochskalierte Bild an. Da muss man sagen, da haben wir keinen Face Detailer jetzt drin. Das hätte das Ganze noch mal ein bisschen aufgewertet. Aber uns geht es ja jetzt um die Details im Bild und nicht um die Gesichter an sich. Aber das ist dann der Outcome mit Noise Injection nochmal. Und ich muss sagen, es sind immer die kleinen Details, die da ziemlich ins Gewicht fallen. Wie zum Beispiel hier hinten haben wir keine Berge. Hier haben wir jetzt noch so eine Bergsilhouette im Hintergrund gekriegt. Der Staub ist ein bisschen weniger geworden. Wir sehen mehr vom Hintergrund. Hier hinten ist ein Tisch hinzugekommen. Hier hängen auch ein paar Utensilien wie ein Cowboy-Hut und ich weiß nicht, leere Flaschen oder so, während hier nur eine leere Hauswand war. Die Stiefel sind besser ausgearbeitet an der Stelle. Er hat sein Bein jetzt nicht mehr hinten, sondern hier. Also man kann schon gut was rausholen. Ja, dann fassen wir einmal zusammen. Was also das Wichtige an der Stelle ist, wir müssen die Samplings hier an der Stelle trennen und dann einfach ein bisschen Rauschen in diesen Zwischenschritt injecten. Die beiden Ergebnisse dann überblenden, je nach Stärke, wie es gewünscht ist. Dann das Bild fertig rendern lassen und danach in einen ganz normalen Upscaling-Prozess mit was man auch haben möchte. Ich empfehle hier hinten dann nochmal die Filter-Adjustments, um ein bisschen Kontrast und sowas auszugleichen. Und dann kriegt man schon sehr gute Bilder zurück. Habe ich was vergessen? Ich überlege gerade kurz. Ich glaube aber nicht. Könnt ihr gerne mit rumprobieren. Wie gesagt, Anime-Bilder, wahrscheinlich ein bisschen weniger Blending. Das werdet ihr aber sehen, wenn ihr in dem Bereich unterwegs seid. Ansonsten, mir fällt jetzt nichts ein. Es ist ziemlich simpel, aber auch recht effektiv. Workflow lade ich euch hoch, speichere ich jetzt sofort nach der Aufnahme. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbauen oder Analysieren des Workflows oder einfach nur rumprobieren. Habt Spaß an euren Bildern und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.